Ich zeige dir heute, wie du dich mit Portalen vom Rest der Spieler abhebst. Egal ob du Arena, Onslaught oder Battle Royale spielst. Das Ziel von diesem Video ist es nicht, dir mit trockener Theorie einfach alle Möglichkeiten aufzuzählen, die Portale bieten, das wäre auch völlig unrealistisch, sondern das Ziel vom Video ist es, dass du am Ende ein Gefühl dafür entwickelt hast, wie man mit Portalen denkt und wie sie deine Entscheidungen im Gameplay beeinflussen können. Ich habe in Splitgate 1 den Master Rank erreicht, eine Zeit lang semi-professionelle Turniere gespielt und in beiden Spielen zusammen ca. 2000 Spielstunden. Ich hatte also schon mehr als genug Zeit, Portale zu lernen und in mein Gameplay einzubauen. Wir gucken uns heute sowohl die technische Seite von Portalen à la Tipps und Tricks an, als auch kurze Gameplay-Analysen, mit denen ich dir zeige, wie ich während dem Spielen mit Portalen Entscheidungen treffe. Das, was die meisten wahrscheinlich dazu bringt, auf YouTube nach einem Portalguide zu suchen, ist das Triple Portaling. Deshalb fangen wir damit an. Triple Portaling ist die effektivste Technik, mit der man sich über die Map bewegen kann. Du gehst einen kleinen Schritt durch dein Portal, gerade dass du auf der anderen Seite stehst. Dann muss das nächste Portal die andere Farbe haben als das, an dem du gerade stehst. Als nächstes kommt also mein lila Portal, dann mache ich wieder den kleinen Schritt auf die andere Seite, dann kommt gelb, dann lila, dann gelb und immer so weiter. Und je besser man die Maps kennt, desto schneller kann man das Ganze natürlich machen. Dieser kleine Schritt auf die andere Seite vom Portal ist fast schon der schwierigste Part, weil du während dem Triple Portaling aus dem Portal fallen kannst, wenn deine Portale nicht den Boden berühren. Diesen kleinen Schritt zwischen den beiden Portalen kannst du theoretisch üben, indem du zwei Portale öffnest, die beide nicht den Boden berühren, und dann läufst du einfach auf der Kante hin und her, ohne aus dem Portal zu fallen, damit du ein Gefühl für diese Bewegung entwickelst. Jetzt gehen wir ins Gameplay. Hier ist direkt ein Clip, mit dem ich mehrere verschiedene Ideen erklären kann. Ich laufe hier mitten in eine 2 gegen 1 Situation rein. Den ersten Gegner kann ich noch mitnehmen, aber ich bemerke, dass der zweite hinter mir und damit im Vorteil ist. Deshalb teleportiere ich mich auf die andere Seite, um ihm den Vorteil wieder wegzunehmen. Ich habe mein lila Portal hier noch offen und versuche durch die Wand Sichtkontakt zu ihm herzustellen, um den Druck aufrechtzuhalten. Und genau da steht der Lümmel auch. Er merkt es aber schnell genug und macht das Portal direkt wieder zu. Jetzt gehe ich davon aus, dass sich die Portalwand hier in seinem Sichtfeld befinden muss. Und da setze ich mein nächstes Portal hin. Aber nicht, weil ich da wirklich durchgehen will, sondern damit er Angst hat, dass ich von da als nächstes komme. Genau das mache ich aber nicht, sondern ich laufe einfach um die Ecke und wir sehen, dass er sich komplett auf das Portal fokussiert und nicht mal mitkriegt, dass ich gerade reinkomme. Und dann kann ich den Kill ganz einfach einpacken. Diese Technik, jemand mit einem Portal abzulenken, nennt man Portal Faking. Und wie effektiv das Ganze ist, sehen wir hier nochmal aus meiner Sicht. Ich war den Kampf hier eigentlich schon am Gewinnen, aber dann platziert er hinter mir ein Portal. Und obwohl ich weiß, dass er da gar kein zweites Portal hinsetzen kann, drehe ich mich instinktiv rum, springe rückwärts von der Wand weg und gehe down. Wäre ich hier nicht drauf reingefallen und wäre anstattdessen einfach nach links gegangen, hätte ich im Zweifelsfall dem zweiten Gegner noch entkommen können, weil ich ja direkt an der Portalwand dran stehe. Vor allem auf den größeren Karten in Battle Royale und Onslaught spiele ich so sehr es geht in der Nähe von Portalwänden. Das ist sozusagen immer mein Backup-Plan. Dann habe ich theoretisch die Chance, jeden Kampf zu verlassen, vorausgesetzt ich bin schnell genug. Und dabei ist es nie eine schlechte Idee, wenn man sich sein Fluchtportal schon setzt, bevor man in den Kampf reingeht, damit man beim Abhauen nur noch ein Portal treffen muss und nicht zwei. Die nächsten beiden Gameplay-Szenen verdeutlichen eigentlich das gleiche Prinzip, aber in unterschiedlichen Situationen. Und daraus ergibt sich ein ganz wichtiges Learning. Also, hier merke ich mir, dass ich jetzt auf der rechten Seite von diesem Launch-Portal stehe, wo ich jetzt durchfliege. Hier oben will ich nicht landen und deshalb habe ich jetzt die Entscheidungsmöglichkeit, entweder hier mein lilanes Portal hinzusetzen und nochmal durch das Launch-Portal zu fliegen oder mein gelbes Portal zu setzen und dann darauf wetten, dass ich den Kollegen hier unten auf halbe HP wieder antreffe, wenn ich von rechts im Bild reingeflogen komme. Und das hier ist genau der richtige Moment für den Reminder, dass dein Nahkampfschaden höher ist, je schneller du dich bewegst. Alles zum Thema Bewegung in Splitgate 2 gibt's übrigens in meinem Movement Guide.
Das zweite Beispiel läuft ein bisschen anders ab, aber im Grunde genommen kann ich hier die gleiche Entscheidung treffen. Ich sehe die beiden Gegner da unten und jetzt kann ich entweder wieder durch das Launch-Portal fliegen oder durch mein anderes Portal. In dem Fall kreiere ich einen Portal-Loop und fliege nochmal durch das Launch-Portal. Ich setze also meine Position mit dem Wissen zurück, dass die zwei Jungs hier jetzt da oben nach mir suchen, während ich hinter ihnen bin und schon den ersten Kill mitnehme, bevor sie überhaupt merken, was ich gerade gemacht habe. Was ist also dieses wichtige Learning, was sich aus den beiden Clips ergibt? Leg deine Portale in den Einstellungen auf separate Tasten, damit du dich immer im Moment entscheiden kannst, welches du gerade benutzen willst. Ich habe beispielsweise schon seit Splitgate 1 ein Portal auf Mausrad hoch und eins auf Mausrad runter gelegt und ich bin der Meinung, das ist mit Abstand die beste Option. In dem Clip geht es nicht um deine Portale, sondern um die von deinen Gegnern. Meine Schüsse treffen hier niemanden. Aber ich weiß, dass jemand hinter diesem Portal stehen muss. Aber warum kann ich mir da so sicher sein? Weil Portale ein summendes Geräusch machen und pulsieren, wenn auf der anderen Seite jemand in unmittelbarer Nähe steht. Ich habe mich hier dazu entschieden, durch das Portal zu pushen, weil ich mit meinen Schüssen niemanden treffe. Wenn ich jetzt aber einfach geradeaus da reinrenne, dann bin ich tot, bevor ich ankomme. Deshalb laufe ich zuerst zur Seite vom Portal, um den Sichtkontakt zu brechen. Dann renne ich auf direktem Weg rein, um das Überraschungsmoment und damit wieder den Vorteil auf meiner Seite zu haben. Und unser Freund hier reagiert nicht schnell genug und den Kill nehmen wir auch mit. Du merkst schon, dass ich die ganze Zeit von Vorteilen rede. Und genau das ist der Punkt, den ich dir absolut klar machen will. Portale geben dir die Möglichkeit, das Gleichgewicht von einer Auseinandersetzung neu auszuwürfeln, dir einen Vorteil zu verschaffen und deinem Gegner einen Vorteil zu nehmen. Generell, immer wenn du jemanden flankierst, solltest du versuchen, außerhalb von seinem Sichtbereich zu bleiben. Auf sowas hier lässt sich viel zu einfach reagieren. Wenn ich das Portal aber hier oder hier platziere, muss er sich erst neu orientieren, nachdem er sich umgedreht hat, und das gibt mir wertvolle Zeit. Wenn man sich gut auf den Karten auskennt, kann man solche Regeln natürlich auch brechen und zum Beispiel sowas hier machen. Du hast in deinen Lobbys wahrscheinlich auch schon diesen einen Typen gesehen, der immer nur an der Wand steht und durch sein Portal schießt. Der klassische Portalcamper. Das ist nicht nur deshalb eine schlechte Idee, weil dein Fadenkreuz rot wird, wenn du einen Gegner anvisierst und du ihn dann ziemlich einfach finden kannst, sondern weil deine Kugeln größer werden, wenn sie durch gegnerische Portale fliegen. Das funktioniert nur bei gegnerischen Portalen, nicht bei deinen eigenen und auch nicht bei denen von deinen Teammates. Und das wissen wirklich nur die allerwenigsten. Hinter dem Portal hier steht ein Gegner. Ich bewege mein Fadenkreuz so weit nach links, dass es gerade rot wird. Das heißt, hier würde ich einen Schuss treffen. Jetzt laufe ich vorwärts und sobald ich durch das Portal bin, ist das Fadenkreuz wieder weiß. Wenn ich jetzt immer wieder so einen Zentimeter vorwärts und rückwärts gehe, sehe ich, dass die Größe der Hitbox sich verändert, sobald ich durch das Portal schaue. Und das ist der Grund dafür, dass der Portalcamper in deiner Lobby immer gottlos niedergemäht wird. Das ist kein Zufall, sondern eine Mechanik, die genau aus dem Grund ins Spiel eingebaut wurde, um Portalcamper zu kontern. Eine andere Idee, mit der ich dich noch ein bisschen zum Nachdenken bringen will, ist, dass Kugeln ja nicht das einzige sind, was man durch Portale befördern kann. Sandgranaten, Heilgranaten, Schockdiskus, das portable Radar, dieses Schild hier leider nicht, aber man kann auch nicht alles haben. Ich will mit meinem Time Dome die Gegner auf den Punkt verlangsamen, während ich mit der Burst Rifle auf Distanz bleibe. So weit kann ich das Ding nicht werfen, aber ich kann es ja einfach durch mein Portal schicken. Du kannst mit Portalen auch dem Scan von Meridian-Spielern entkommen. Ich sehe den hier auf mich zukommen und teleportiere mich einfach im richtigen Moment auf die andere Seite und bleib unentdeckt. Ich benutze Portale oft auch gerne einfach als so eine Art Überwachungskamera, mit der ich mir zusätzliche Blickwinkel verschaffe. Während ich das Objective hier am Einnehmen bin, setze ich da einfach 2 Portale hin und habe damit beide Eingänge gleichzeitig im Blick. Jetzt im Schnelldurchlauf noch ein paar Tipps zum Abschluss. Portal Aim Assist. Man muss Portalwände nicht präzise treffen. Das ist deshalb interessant, weil es dadurch deutlich einfacher wird, gerade in hektischen Momenten oder beim Triple Portaling, mit schnellen Mausflicks Portalwände zu treffen. Portal-Kills. Auf allen Plattformen gibt es das Achievement, eine bestimmte Anzahl von Portal-Kills zu machen. Was viele falsch verstehen, ist, dass damit nicht gemeint ist, jemanden durch ein Portal zu töten, sondern jemanden dazu zu bringen, durch ein Portal von der Map zu fallen. Und das ist natürlich besonders einfach, wenn man das Arrows Porter Portal benutzt. Portal Head Glitching.
Wenn genug Platz auf der Wand ist, dass du dein Portal ein bisschen weiter oben platzieren kannst, machst du es deinem Gegner deutlich schwieriger, dich zu treffen. Mit den vergrößerten Kugeln und deinem Kopf als das Einzige, was man treffen kann, ist das Ganze aber mit Vorsicht zu genießen. Portal Nudging. In Splitgate 1 ist es häufig passiert, dass man seine Teammates aus Versehen blockiert hat, indem man nicht genug Platz auf einer Portalwand gelassen hat. In Splitgate 2 verschieben sich Portale automatisch, um Platz zu schaffen. Trotzdem ist es am besten, wenn man gerade am Anfang der Runde beim Verlassen vom Spawnbereich Portale am Rand von Portalwänden platziert, um Teammates möglichst wenig zu blockieren. So kann dein Portal dann auch nicht aus Versehen von einem Teammate verschoben werden, weil es ja schon ganz am Rand sitzt. Überschreiben kann man Portale übrigens erst 2 Sekunden, nachdem sie platziert wurden. Das gilt sowohl für Verbündete als auch für gegnerische Portale. Abschließend lässt sich sagen, wenn du Portale beherrschst und dein Gegner nicht, dann spielt dein Gegner Dame, während du Schach spielst. Man kann mit der Mechanik so kreativ sein und so viel Spaß haben, dass es schade drum wäre, wenn man Portale nur kompetitiv denkt. Es muss nicht immer die effektivste Option sein. Manchmal muss es auch einfach die sein, die am meisten Spaß macht.